Das ist die Beta FPV Leitradio 3 Funke, die komplett überarbeitet wurde. Im Lieferumfang sind die Silikonschutzkappen und die Kurzanleitung bei. Die Sticks sind komplett neu und lassen sich besser bewegen, sind deutlich besser als die von der Leitradio 2 Funke. Das hört man schon am Geräusch des Sticks. Außerdem haben die Sticks eine längere Lebensdauer. Die Schalter sind nun flach. Ich habe 2 Druckschalter und 2 Drei-Stufen-Schalter. Oben befindet sich ein Haken für ein Tragegurt. Die Leitradio 3 Funke gibt es in 2 Varianten mit eingebauten 100 mW Express LRS Sender oder einem FR-Sky-Sender. Unten befindet sich ein Nanomodulschacht, der für Beta FPV Express LRS Nanomodul geeignet ist. Ich habe bereits so ein Modul, also kann ich sowohl meine Funke für FR-Sky Empfänger als auch mit dem externen Modul für Express LRS Empfänger nutzen. Außerdem kann man auch ein Crossfire Nanomodul hinten einsetzen. Voraussetzung ist aber, dass das Crossfire Nanomodul hinten die dickere Rückwand hat, die man für Taranis X9 Lite Funke verwendet. Nach dem Einschalten der Funke ist zuerst das interne, hier FR-Sky-Sender aktiv. Das Umschalten von internen FR-Sky-Sender auf das externe Modul erfolgt vorne über den Bind-Knopf. Der Bind-Knopf wird gedrückt gehalten und der Power-Schalter muss so oft eingeschaltet werden, bis die LED violett leuchtet. Also hier 4-mal die Funke einschalten. Nach dem Einschalten blinkt 3-mal die LED violett und das Modul hinten bekommt Strom. Kurzer Test mit meinem 5 Zoll Quad, der einen Crossfire-Empfänger hat, und die Funke funktioniert einwandfrei mit dem Crossfire-Protokoll. Vorne befindet sich ein USB-C-Anschluss für die Konfiguration der Funke oder zum Fliegen mit einem Flugsimulator und natürlich auch zum Laden des 200 mAh Akkus, der jetzt um die 15 Stunden die Funke mit Strom versorgt. Die Leitradio 3 Funke ist insgesamt etwas größer als die alte V2 Funke. Die alten Knüppel waren aus hellem Aluminium und die neuen Knüppel sind jetzt etwas dunkler. Die Funke sitzt jetzt noch besser in meinen großen Händen, ist bestens geeignet für Leute, die mit dem Daumen fliegen, also so wie man mit einem Gamepad spielt. Die Griffe links und rechts sind leicht geriffelt, sodass die Funke nicht aus den Händen rausrutscht. Mit dem Daumen kann man sehr präzise die Drohne steuern. Ich selber fliege mit 2 Fingern, also Daumen unterstützt mit dem Zeigefinger. Also benötige ich den Trageriemen für den besseren Halt der Funke. Es gibt optional 2 Trageriemen. Das bunte links ist etwas weicher, sitzt bequem am Hals. Das graue Trageriemen ist breiter, aber auch etwas zu steif. Zu der Funke gibt es optional eine Tragebox, wo die Leitradio 3 Funke reinpasst. Ein Express LRS Modul passt auch noch rein mit dem Trageriemen. Man bekommt sogar noch den Meteor 65 Pro WUP noch da rein. Die Tragebox ist überzogen mit einem grauen Stoff mit einem Haltegriff. Eins, was ich bei der Leitradio 3 Funke vermisse, ist ein Einstellungsbildschirm. Aber dafür ist die Funke um die Hälfte günstiger und man kann alle Einstellungen bei dem Betaflight Konfigurator durchführen. Den Download-Link zu dem Betaflight Konfigurator findet man auf der Produktseite von Leitradio 3. Nach dem Start von dem Konfigurator wird zuerst auf die Funke unten umgeschaltet. Hinten in die Funke stecke ich mein Express LRS Modul, den ich konfigurieren möchte. Die Funke wird per USB-Kabel am PC angeschlossen. Nun kann ich mich rechts oben per Connect RC mit der Funke verbinden. Hier sehe ich, dass ich eine Leitradio 3 mit dem Sendermodul CC2500, also FR-Sky habe. Auf der rechten Seite sieht man, dass mein Express LRS Modul mit 2,4 GHz erkannt wurde. Hier kann ich die Leistung,
die Paketrate einstellen. Die Telemetrie kann immer ausbleiben. Hier kann ich auch einen Empfänger koppeln. Unten befinden sich alle Einstellungen zu der Funke wie die Zuordnung der 8 Kanäle. Die 4 Schalter sind bereits voreingestellt auf den Kanälen 5 bis 8. Mein Meteor von 60 Pro ist bereits mit dem Express LRS Modul verbunden. So brauche ich hier nur die Funke einzuschalten. Die violette LED signalisiert, dass ich den externen Modul nutze und der Meteor von 60 fliegt mit dem Express LRS Modul. Ich finde die Funke perfekt für den Einsteiger, gerade in der Kombination mit einem Meteor 65 Pro, wo man nur noch den Quad koppeln muss und kann so sofort losfliegen. Hier muss man nichts einstellen, keine technischen Details kennen und konzentriert sich ganz auf das Fliegen. Also, viel Spaß beim Fliegen!